willkommen zu Stanley Parable mit Melodie 6 und ja, wir können das Spiel. Und das ist der Loading Screen. Wir spielen Stanley Parable, das neue Projekt, das am Dienstag. Ich weiß gar nicht, ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Updates bekommen hat. Ich weiß bloß, dass es noch einmal ganz kurz eine Welle gehabt hatte und dann wieder nicht. Also jetzt ist die Serie wieder weg. Ich weiß nicht warum. Entweder war das Game nicht fertig oder keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es ein tolles Spiel ist. Ich habe es zumindest, also ich weiß nicht, ob es ein Update gab und der Ladebildschirm ist auf jeden Fall immer noch dasselbe, der geht immer noch scheiße lang. Ich habe es wirklich lange nicht mehr gespielt. So. Ich hoffe, das Sound ist alles okay. Wer Stanley Parable nicht kennt, es ist ein ziemlich lustiges Spiel, wer zumindest es Englisch kann. Ich glaube, es ist Englisch. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie es jetzt schon auf Deutsch haben. Ich bezweifle es ein bisschen. It's never the end, it's never the end, it's loading, never end. The end is loading, oder never end. The end is loading, never end. End is never, the end is never, the end is never, the end is loading. Die kann man so lesen, wie man will. End is never, the end is loading, never end. Meine Stimme verkackt hier gerade ein bisschen. Warum auch immer. Ich werde wahrscheinlich krank. Geisteskrank. Oh, der Ladebildschirm hat sich bewegt. Gar nicht mitbekommen. Ich bin so ein Geist. Ja. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ja, gehen wir mal raus. Die Maussensibilität. Uiuiui. Moment. Ich finde das gut mit diesen Tastaturklicken. Das. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ja, wir sind also dieser Büroangestellter. Mahlzeit, wir sind Stanley. Und ja. Wir sind auf einmal in einem verlassenes Büro. Wir haben immer nur unsere Anweisungen befolgt. Und anscheinend ist irgendetwas passiert. Oh, guck mal, das sieht so, als wäre irgendwie eine Evakuierung passiert. Das ist ein Fall für die Game Series. Und ja, wir gehen dann einfach mal. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Wir gehen dann natürlich in die Tür. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office
hoping he might find an answer there. Okay, gucken wir uns dann ein bisschen um. Ja. Push for fun. Ist was zitiert. Please keep the target and the topic off. Tomorrow complete today's unfinished agent. Okay. Interessant. Okay. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Hier gibt's was Interessantes. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Ah ja, hier gibt's schon... Oh, der Röhre. Oh, das Licht ist geil. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Ich gucke mir das Regal an, lass mich. Ich möchte gerne das Regal angucken, deswegen stehe ich hier beim Regal und gucke mir das Regal. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Ich möchte mir dieses verdammte Regal anschauen. Ich hab's dir doch schon gesagt. Ich möchte mir dieses Regal anschauen. So, also was haben wir hier? You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Hier gibt's aber ein geiles Regal. Da ist Klebeband, da ist eine, was ist das? Eine Maybe Karte. to you this is somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friend you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends find this concerning. Ja, wieso? Der Besenkammer-Ending war doch einfach das Beste. Da haben wir eine Rohrzange. Stanley was fat and ugly and really, really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Oh Mann, aber ja. Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. He or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Ich gucke mir jetzt erstmal das Regal an. Also wir hatten hier unten Klebeband, einen Kabelbinder, eine fette Rohrzange, eine Zange, ein paar Abpflegefächer. Was ist das da? Das ist interessant. Okay. Ein Mausschlüssel haben wir hier noch. Ich glaube, das ist sogar ein verstellbarer Mausschlüssel. Das ist cool. Und eine Kneifzange. Kann ja auch sein, weiß ich jetzt nicht. Noch mehr Taser. Haufenweise Taser. Hier oben ist nochmal Taser. Und das liegt auch noch was. Oh, Besen. Ein Besen. Da schon stehen Besen. Besen ist nicht gerade sehr tituliert. Und, na, komm, wir gehen mal wieder raus. Wollen wir? Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you.
Hey, so schlecht war ich jetzt auch nicht. Ja, ich bin ein anderer. Hallo. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Also ihr seht schon, wir könnten jetzt natürlich nach unten gehen, aber wir können auch nach oben gehen, aber wir gehen nach oben. Denn wir halten uns erstmal an die Geschichte. Ach, da. Wo? Oh, so, denn hier. Hat er jetzt mit Absicht alle Türen versperrt? Kommt mir das auch so vor, dass die einzige Tür ist, die hier irgendwie nicht in diesen Raum reinpasst? So. Hallo. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Der ich jetzt. Ah, schon verschrieben. Okay. Irgendwas ist hier. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself, and Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Ach, hier. Ach Mensch. Natürlich, aber irgendwas war hier doch. Habe ich, also ich habe es natürlich auch von der Ferne, dieses Gerät schon gesehen. Ich habe auch hier natürlich gesehen, dass dieses Gerät da hinten an der Wand ist. Ich habe euch nur, wollte ich bloß mal wissen lassen, dass ich verkackt habe. Hallo? Hallo? Oh, keine dunkle Ecke. Geht's lang? Nee, natürlich nicht. Oh, warte, doch, hier geht's lang. Ah, nein, doch nicht. Okay, ein Aufzug. Immerhin ist der Aufzug gut organisiert und dann alles gut. Der Aufzug ist nice, den hätte ich auch ganz aus. Also das ist eine ziemlich große Firma, die ja. Ich frage mich, wie das Gebäude von außen aussieht. Irgendwie muss es ja aussehen. So, das Gebäude muss ja irgendwie von außen aussehen. Von außen aussehen. Ja, ja. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Ziemlich ein bisschen am Portal. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Okay, mit der Lack. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed.
Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. ...437 fahren wir doch. ...724. Irgendwie 27 waren wir. Ja, da ist es. Da ist unser Büro. Da. Geil. Okay. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Nicht. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Hier sind Zahlen. Eine 5, hier haben wir eine 3. Da hinten geht es dann auch hoch hier. Eine 4. Irgendwas wird es hier schon noch zu tun haben. Mit den Zahlen. Aber wir gucken uns mal ein anderes Mal das an. Geht erstmal nur noch in der Hauptstory hier. 1, 2, ja auch noch. So ist das Pendant 052 1 0142 001. Also wir gehen jetzt mal erstmal. My controls idle, awaiting impulse. Oh, das Spiel sieht mega schön aus. Meine Maus. Okay. System power. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. An. Aus. Wir machen es aus. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking.
but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Ich brauche noch ein Thumbnail. Perfekt. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Gut, das war das Originalende. Es gibt noch zigtausend Enden und Wege. Zum Beispiel in diesem Pfad hier gab es schon 3 verschiedene Wege, die man, vier sogar, 5, wenn nicht sogar 5 verschiedene Wege, die man eingehen konnten. Ich weiß, dass es 7 gab, glaube ich. Es gab, glaube ich, 7 Enden. Aber so, naja, ich weiß nicht. Kann ich jetzt nicht sagen, irgendwie. Also, es ist kein schlechtes Spiel. Es macht schon Spaß. Ich werde jetzt immer so ein Ende pro Folge machen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den gleich nächstes Mal hören. Hammer. Aber ich werde nächstes Mal erstmal einen anderen Weg gehen. Ich glaube, es gibt noch zig verschiedene. Ach, guck mal, wo wir sind. Wir sind doch hier wieder am Anfang. $427, ja, okay. Wir können auf das Telefon klicken, merkt ihr das? Aber wenn ich jetzt hier höre, wenn man die Tastengeräusche, die man im Telefon, ich irgendetwas. Ich weiß nicht was. Na gut, okay, das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Stanley Parable. Wir haben es jetzt hier 11:20 Uhr. Das wird total cool. Die Uhr bewegt sich. Und warte. Also wir haben es 11:23 Uhr so. So bewegt sich die Uhr zu 11:24 Uhr. Das ist mega cool. Okay, so, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Stanley Parable, eines der nächsten Enden. Mal gucken, wie viele wir finden werden. Ich werde auch mal ein bisschen noch privat gucken und die Wege finden und blablabla. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Ciao!